Willkommen zurück. In der letzten Folge haben wir diverse Gespräche geführt. Nicht Gespräche geführt. Bei diesen Gesprächen ging es um diese gestohlenen Tafeln, die ja auch irgendwie Ursprung vom heiligen Matthäus darstellen sollten. Und deswegen wurde auch dieser Ort genau hier gegründet, weil der beschriebene Ort auf diesen Tafeln so ähnlich aussah wie dieser hier. An diesem Ort war aber bereits ein Eingeborenendorf und deswegen wurde dieses Dorf so ein bisschen ringsrum errichtet. Deswegen sieht man auch hier hinten, dieses Gebäude ist natürlich noch was Altes. Es gibt ein paar Eingeborene, die noch hier sind. Die werden anscheinend nach und nach bekehrt und ins Licht geführt. Man könnte auch sagen, hinters Licht geführt, aber das ist dann wahrscheinlich eher meine persönliche Meinung. So, und die Aufgabe ist weiterhin die Suche nach den gestohlenen Tafeln. Und dazu geht es hier ja weiter. Ich soll mehr über die Geschichte erfahren. Und hier waren die Tafeln sehr wahrscheinlich über Nacht versteckt oder gelagert und bewacht. Und jetzt geht es darum, mal zu untersuchen, und habe ich überhaupt richtig? Ich denke schon, zu untersuchen, ob es irgendwelche Spuren gibt, die bisher keiner gesehen hat. Von wegen richtig. Hier lang, hier lang, hier lang. Wie komme ich da runter? Komme ich hier lang? Hier. Wird einfach irgendwo mal fallen, da geht's schon. Und den müssen wir wieder hoch. Um zu sehen, ob es hier irgendwelche Einbruchsspuren gibt, die bisher keiner gesehen hat. Habe ich ja gerade eben schon gesagt. Jetzt gehen wir einfach mal rein. Schloss sehe ich nicht. Öffnen wir einfach mal die Tür. Wie sieht's ja aus? Sprechen wir einfach mal mit dem Leer. Das ist Häuptling Leer. Deine schöne Maske. Ich habe ihn erstmal schön angestupst, dass er merkt, dass ich da bin. Hello. I am Lear, the village leader. Well, I was the leader of this village. Hello. Desade. I am the legate of the merchant congregation. There are Onolmenawi among the Logead Blau. I did not know that. What do you want from me? Was will ich wohl? Ich will nach diesem Ort befragen. I've heard a lot of things about this village of Eden, but I'd like to hear your version. I'm not sure I have the answers to all of your questions, but I'll try. So, welche Fragen können wir denn stellen? Fragen wir erstmal, was passiert ist hier nach der Ankunft von Teleme. Tell me about the arrival of the people of Teleme and how you received them. The priests were roaming around the village. They were saying that it was the place where their saint had lived. They were asking questions, talking about the Lloyd and all these things. One morning they were building houses next to ours. And we had new neighbors. Also kurz gesagt, die haben einfach angefangen zu bauen. So, wie verliefen die Gespräche? The priests told me that they had managed to convert you. How did that happen? As long as we refused to listen to them, they were violent, and they destroyed some of our sanctuaries. So we let them talk. And now that they think that we love their God, they leave us alone. Some of the things they say are beautiful, and their magic is impressive. But we do not forget our spirits. Habt ihr gerade mitgekriegt, ne? Also diese Eingeborenen verarschen die. Die sagen einfach, ja, Licht gut, ja, Licht gut, oh, schöner Gott, schöner Gott. Aber das machen sie nur, damit in ihre eigenen Heiligtümer nicht weiter zerstört werden. Und die versuchen, den friedlichen Weg zu gehen. Mal sehen, vielleicht kann ich denen ja irgendwie helfen. So, jetzt geht's mal um diese Tafeln. One of the theologians told me that you would help them in their research. They wanted to find tracks of the old sage, of the one they call Saint Matthäus, and they were rummaging through everything. Our Donegad did not want to tell them anything, because the old sage is sacred here.
But since they violently interrogated everyone, I thought it wise to guide them to the place where the stones were. Also wieder wurde gesagt, die waren gewalttätig. Das ist etwas, was ich vermutet habe, dass sie natürlich viel mit Gewalt versuchen. In einer vergangenen Folge hat man ja auch gesehen, wie der eine Inquisitor mit dem Eingeborenen umgegangen ist. Er hat gewirkt zur Bekehrung und weil er sich nicht bekehren lassen hat, ist er dadurch erwürgt worden. Also da ist jede Menge Gewaltpotenzial drin. So, und was ist mit den Kriegern geschehen? What happened to your warriors? Why did they have to leave the village? They did not accept the presence of the priests and their questions. They tried to retake the village. They even asked Deirdre, the chief of Vedlug, for her help. So, the priests called the Soul Lasser, the Burning Suns, and they killed many of them. I asked for peace, and the others left us. They wanted to join Vedlug. Perhaps they have done so. Aren't you angry after all that happened? No. I mourn those who died, of course, and the Vorstyrent. But this village may be our opportunity. Your opportunity for what? For the Renaigse to understand who we are. Not savages, nor monsters, but men, perhaps wiser than they are. I have to go. Like so many others. I knew that the story would be more complex than we'd been told. I find it regrettable that my colleagues aren't more honest when it comes to history. Nothing solid has ever been built on lies. Either way, the resentment here is strong enough for a theft to occur. Aber es ist schön zu wissen, also dieser Häuptling ist eigentlich auch nur mit seinem Rest seines Stammes hier geblieben, um die Damen und Herren vom Licht davon zu überzeugen, dass sie selbst auch nur Menschen sind. Ist ein Versuch wert. So, jetzt schauen wir mal noch in dem Haus. Hier kann man ja plündern. Die vorhergehenden Häuser waren ja bisher immer 3. Also 3 Dinge zum Plündern. 1, 2 und 1 hatte ich auch rechts schon gesehen. Ich schaue aber trotzdem alles an, ob nicht doch noch irgendein 4. sich versteckt. Aber nein. Es ist wie immer 3 Mal. Dann können wir jetzt auch hier wieder rausgehen. Werden wir jetzt direkt überrascht von irgendjemandem? Nein, okay. Dann schauen wir mal weiter. Jetzt geht es nach hier. Nach hier geht es. Auf der anderen Seite runter und dann irgendjemanden dort befragen. Also es geht weiter. Den Diebstahl. Was soll es auch sonst weitergehen? Muss ich da drüben hoch? Ist richtig verstanden? Da muss ich ja hier runter und dann hier drüben rein, ne? So war das doch. Zwar ein bisschen zu weit runter gegangen, aber der Weg funktioniert auch. Außer die haben jetzt eine Mauer gesetzt. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch, weil ich glaube, unten wäre nichts weiter. Gerade so. Sonst hätte ich zurücklaufen müssen. So, da sind wir wieder hier. Und das hier ist wahrscheinlich diese Hütte. Ich habe gedacht, vorhin ist es die Hütte. Nein, das war sie nicht. Das ist wahrscheinlich jetzt erst die Hütte. Dann untersuchen wir mal. There is only one entrance and the door shows no evidence of a break-in. Brother Virgil can't have cared less about these relics. He must have fallen asleep on duty. And then, someone must have just stolen the keys from him. It's very likely that that's what happened, but someone must have informed them. It can't be a coincidence that they decided to steal it during the watch of the only neglectful guard. So, we have to find their accomplice, the one that informed them, and who must be in the village. We know that this theft could be an act of vengeance by the natives who were forced to leave here. They must still have allies in the village, family or friends. We should go talk to the chief of the natives. He will certainly know who is close to the exiles, and enough about the researchers to inform them. Also wieder zurück
zum Häuptling leer. Dann haben wir nichts weiter, dann gehen wir wieder raus. Vielversprechende Untersuchung war das eben. Sehen, ob wir es schaffen, jetzt direkt hier oben lang zu gehen. Ja, jetzt nicht lang, müssen hier wieder runter. Dann haben wir hier ja das ganze Holz. Gehen wir ein Stück nach links und laufen hier lang. Dann können wir das Ganze nämlich diesmal ohne einen Fall machen. Wir hätten ja auch gleich mal nach den Tafeln fragen können, aber so sind wir wieder hier. Gut für die Gesundheit, viel Bewegung. You have returned on Almanawi. Do you need something else? Sonst wäre ich wohl nicht hier. I think I know who stole the tablets. Really? I believe those who were exiled from your village seek vengeance because the missionaries forced them to leave. They must have taken the tablets with the help of someone else who stayed here. You may be right, but you may also be wrong. Ja, provozieren brauche ich nicht. Ich mache einfach weiter. Bei 100% Charisma kann ja normalerweise nichts schiefgehen. You do well to tell me what you know. Once the priests have reached the same conclusions as I have, how do you think they will interrogate you? You're probably right. The Inquisitors would come back, and my people would suffer. I do not want to break the peace that I did all I could to make. I think the name of the woman you are looking for is Vindwal. She helps the priests who seek the old sage. If she's helping the priests, why would she betray them now? Her son is one of the warriors who had to leave the village. He is filled with anger and fury. If you go talk to her, please, do not hurt her. She is but a mother who acted according to her son's wishes. I have no intention of hurting her, but things may not be so simple when it comes to her son. I have to go. Like so many others. Schon führt mich der Weg zu einer Mutter, zu Windwal. Schauen wir mal, wo Windwal ist. In der sind wir anscheinend schon vorbeigelaufen. Diesmal gehen wir direkt den Weg wieder hier hoch. Ich bin schließlich lernfähig. Und dann steht dort hinten jemand. Und rechts vorbei. Hallo, Windwal. Greetings. Are you Vindwal? Bird here, Tumad. Yes, that is me. What do you want? Aber wir fallen mal nicht mit der Tür ins Aus hier, sondern befragen sie erstmal zu Leer. What can you tell me about Lair, your former leader? He is a man of peace. Some people dislike him, not me. Everything he did to save the village. But I think the mind shakers made him forget what we are. He almost speaks like them now. So, und jetzt sprechen wir mal über die Tafeln, weil die andere Möglichkeit wäre gehen, aber wir sollen ja über die Tafeln sprechen. Listen, I know you helped the exiles to steal the tablets of Saint Matthias. No, this is not true. It wasn't me. There's no point in denying it. I know you did it for your son who had to leave the village. If you know that, then you know that I don't have the tablets. So what do you want from me? Jetzt könnten wir einmal fragen, wo die Diebe sind oder schön mit der Intuition arbeiten. Genau. The only means of alleviating the situation with Ptolemy is to give the priests their tablets back. So, if you don't want your son to suffer their wrath, it would be best if I could retrieve them discreetly. Bran and the rest of the exiles are hiding in the woods, beyond the stone circle. If you want to take the tablets away from them without being seen, do not take the path on the left. It is riddled with traps. And please, do not hurt my son. Also, jetzt wissen wir, wo die Tafeln sind. Dort. Und wir sollen nicht den Weg links nehmen.
Ach, das war dieser Bereich, in dem ich schon mal war. Wo ich einfach bloß lang gelaufen bin, um alles freizulegen. Habe dort überhaupt nichts gefunden und vermute, dass ich questtechnisch hier später nochmal her muss. Dort bin ich aber wirklich alle Wege lang gegangen und ich bin keiner Falle begegnet. Also haben die Fallen wahrscheinlich jetzt erst platziert. Läuft. Jetzt gehen wir einfach mal dahin. Platz da, Platz da. Platz da, ich will hier durch. Einfach geradeaus durch die Wälder. Durch die dunklen Wälder. Das sind schwarze Wälder. Sieht so grünlich aus, aber das sind schwarze Wälder. Ich sehe nichts vor lauter Wald. Dann war das doch hier irgendwo links rum. War das schon hier? Nein, noch nicht. Noch ein Stück weiterlaufen. Ja, das war da kurz bevor ich dort irgendwie, glaube ich, runterklettern musste. Hier und da kann ich nach links. Und da war ich dann hier. Here's the place that Vindwal indicated. The exiles must be near. These people have been banished already. There's no need to add death to their list of punishments. Let's try not to fight them. Don't worry, we'll be discreet. In that case, we should avoid taking the left path. If I remember correctly what that woman said, it's booby-trapped. Es sei vermint der linke Weg, deswegen nehme ich den rechten Weg. Nicht vom rechten Weg abkommen. Ganz gemütlich. Eine spannende Musik. Gleich sind wir da. So, werden sie uns jetzt direkt angreifen? Oder können wir zunächst noch etwas reden? Das sieht aus, als wären hier Steintafeln. Soll ich jetzt einfach sammeln? Na, dann ist es wahrscheinlich eine Falle, aber okay. There, we found them. Now all that's left to do is to return to Eden. Mal sehen, ob wir so einfach zurückkommen. Gehen wir wieder den Link. Jetzt gehen wir den linken Weg zurück. Denn diesmal wäre ja der rechte Weg voller Fallen. Ich bin nicht durch die Mitte gegangen, habt ihr sicherlich gesehen, dort saßen welche. Ich wollte jetzt mal der Konfrontation aus dem Weg gehen und der Hoffnung, dass ich die Tafel einfach zurückbringen kann. So. Aber heißt ja nicht, dass uns jetzt nicht unterwegs noch jemand erwartet. Da ist jemand. What are you doing here? I was worried for my son. I wanted to make sure that everything was fine. I think so. I managed to retrieve the tablets discreetly. I am glad to hear that you managed to retrieve them. I will go talk to my son now. He needs to stop seeking revenge and find a new clan. That would indeed be wiser. Vengeance has no positive repercussions. So, dann hat den Ruf zu den Eingeborenen wieder um 1 verbessert. Weil ich niemanden angegriffen habe. Weil wäre ich durch die Mitte gegangen, wären die wahrscheinlich direkt auf mich losgegangen. Und dann hätte ich keine Wahl gehabt, als mich zu wehren. Und das wäre jetzt bei der Mutter wahrscheinlich nicht gut angekommen, wenn ich da ihren Sohn getötet hätte. Welcher Mutter gefällt das schon? Jetzt müssen wir hier wieder irgendwo in den Ort rein. Und zwar wieder dort unten. Da können wir auch gleich hinten lang gehen. Oder oben. Ach, wir gehen gleich hier lang. Scheint wieder dunkel. Jetzt laufen wir wieder ins Dorf Eden rein. Zur Seite und nach hinten wieder unten. Wir hätten auch hier lang gehen können. Aber ich wollte mitten rein. Da sind wir wieder und wir haben die Tafeln dabei. I retrieved your relics. Thank you. Thank you immensely. Thanks to them, we will be able to continue our research on St. Matthias. I am curious to know who is responsible for this theft. The culprit must be brought to justice. I do not want to point the finger at anyone.
You have your relics back, and that's the only thing that matters. Your indulgence honors you. But how can we be certain that these thieves will not strike again if they are not punished? A good start would be to keep a better watch on the priceless treasures that you find. In any case, you would do well to keep a better watch on your discoveries in the future. You should also pay more attention to those who share this village with you. This theft would never have happened had you truly been in harmony with the natives. But that is precisely what we desire more than anything. We may have been a bit clumsy in the beginning, but we'll make sure to improve things in the future. You really were a great help. I would be most grateful if you agreed to continue helping us. I might come back at some point, but alas, I'm very busy. Naturally. Either way, we are certainly capable of continuing our research without you. Actually, I must go back to my work. Our next expedition must depart as soon as possible. Your next expedition? Our brave researchers must continue to follow the tracks of our founder on this island. In the meantime, here, take this as a token of gratitude for the help you gave us. Thank you. I hope your expedition will be a success. Oh, das Ganze hat ein paar Goldmünzen gebracht. Ist doch nicht schlecht. Geologische Konflikte. Genau, das geht dann dort weiter, wenn Forschungsergebnisse da sind. Dazu muss ich warten, bis das Hauptquest weitergeht. Das sind die anderen Aufgaben. Jetzt kann ich ja eigentlich wieder dem Hauptquest folgen und Bischof Domitius und San Matthäus befragen oder auch den Kommandanten Fernando über die Probleme mit Teleme. Jetzt schauen wir erstmal auf die Karte. Ist ja auch schon einiges weg. Was haben wir denn hier? Ist das auch? Soll das Hauptquest sein? Ich gehe da mal drauf. Nee, ist es nicht. Deswegen werde ich jetzt einfach mal nach hinten gehen. Also raus hier oben rum und dann da nach hinten. Sehen wir mal hier auch rauskommen. So, dann geht's jetzt mal in die Richtung. Dann laufen wir wieder hier hoch, an der wir ja schon mal ein paar Tierchen getötet hatten. Vor allem diese eine Aufgabe, die hier an der Wand war. Mit diesen beiden Nestern, die wir da vernichtet haben. Die sind auch das letzte Mal dabei mit draufgegangen. So, dann schauen wir jetzt mal in diese Richtung weiter. Gehen jetzt hier wieder rechts herum. Hier sind die noch, die ich beseitigen musste, um dieses Nest dort zu zerstören. Also es dauert immer eine Weile, bis die Gegner wieder neu erscheinen. Da ich jetzt hier kurz Zeit später wieder lang laufe, passiert erstmal nicht viel. Dadurch kann ich jetzt hier ganz gemütlich lang laufen. Wenn die auch ständig wiederkommen würden, würde es ja auch, wenn man so nimmt, die Erfahrungspunkte leichter machen, weil dann könnte man einfach immer und immer wieder lang laufen. Jetzt muss ich ein bisschen nach links, sonst laufe ich falsch. Dann komme ich vielleicht auch in Gebiete, in denen ich noch nicht so viel getötet habe. So, wo landen wir jetzt hier? Hier ist jemand mit dem Schwester Ephesia. Wir wollen ja dann hier rechts rum und hoch in dieses Dorf. Ah, you are from the continent, are you not? You are different than the people from here. Delighted to see you again, Sister Ephesia. Father Petrus, is that really you? What are you doing here? Merely a courtesy call. How might I help you? Eigentlich bin ich gar nicht zu der gegangen, um mit der zu reden. Aber gut, die hat uns jetzt angesprochen, dann können wir jetzt mit der reden. Sprechen wir über die Untersuchung der Ketzer. How has your mission fared up until now, sister? Not very well, I'm afraid. I haven't been able to get much from these villagers. Their chief and their priest are evasive when questioned. As for the other natives, their behavior can be quite odd. They'll spend hours just staring into the void. But as soon as I come close, they chase me away. They frighten me, I must admit. There is a heavy veil of evil here. I feel it,
but I'm not able to find from whence it comes. Perhaps you should talk to them. They may speak to you. Anything else? Also, schon haben wir von der eine Aufgabe bekommen. Und wie war Ihre Ankunft im Dorf? Have you been here for a long time? Since the beginning of my investigation. A few weeks, perhaps, although it feels like months. I'm not particularly fond of the wild, and I find this place unsettling. I see. Anything else? That will be all, Sister Ephesia. Thank you. So, dann schauen wir direkt mal. Wir haben jetzt wieder, denke ich mal, ne, doch können. Wir sollen einfach mit denen reden. Gehen wir jetzt weiter hier hoch. Da wollte ich sowieso hin. In dieses Dorf. Mal sehen, ob ich mit denen reden darf. Ob die mit mir überhaupt reden wollen. So, hier waren wir. Ja, stimmt, wir waren ja schon mal. Und der wollte doch, glaube ich, gar nicht mit mir reden. So war das doch irgendwie das letzte Mal. Wenn ich mich so leicht dran entsinnen kann. Versuchen wir es jetzt einfach mal. Gehen wir mal hier rein. Seht, ob der mit mir reden will. Dem ich es geplündert habe, was hier drin zu plündern ist, falls er was zu plündern hat. Nee, das Haus ist auch etwas anders aufgebaut. Da gibt es dann gleich nichts zu plündern. Auch nicht schlecht. Good day. Are you the wise man of this village? Burt tir dumad renaikse. Oi and the donegad. Yes. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. The people of your island are constantly asking questions, yet reject any answers that displease them. Questions have no value when one already claims to know the answers. But it is your case. You believe you know the answers. You seek only their echo. Answer your own questions. At least then the answers will please you, and we shall be done with your foolishness. that is not what I... Qua awelemseg. May your answers fill your day with bounty. Okay. Das hat jetzt nicht sehr viel gebracht. Die haben anscheinend schon so viele Fragen gestellt, dass er keine Fragen mehr beantwortet, weil die Fragensteller mit den Antworten nicht zufrieden waren. Also kurz gesagt, wenn du denkst, du hast die Antwort, dann ändere ich die Frage, so nach dem Prinzip. Dann schauen wir mal, wie es mit dem anderen läuft. Hier etwas gesprächsbereiter ist. Dann bin ich wieder. So, sprich mit mir. What do you seek? So, wir wollen über die Untersuchung der Magokratie sprechen. Da haben wir jetzt ja jede Menge. Fangen wir erstmal mit dem Glauben an. Can you tell me something about your beliefs? We believe that we are part of an everything, and that life depends on a balance that comes from this everything. Our strength is drawn from that which we protect, all that surrounds us, and that which surrounds us feeds and protects us in return. Ist auch eine gute Lebenseinstellung. So, haben die da irgendwelche Rituale? What can you tell me about your rituals? Ah, I have heard this question before. You sound like the Mind Shaker woman. The rituals are the business of the Donegada, not of the Renoigse. Anything more? Mal sehen, ob die jetzt überhaupt noch mit mir spricht. Das Rituale war wahrscheinlich die falsche Frage. Concerning this story about a cult. Enough. Enough questions. I have nothing more to say. Es läuft. Das mit den Ritualen war anscheinend die falsche Frage. Und jetzt muss ich sehen, wie ich aus dieser Misere jetzt wieder rauskomme. Aber da das hier alles überhaupt nicht funktioniert, auch mit der Kleidung nicht, bin ich nicht vertrauenserweckender, da kann ich auch die andere Kleidung anziehen.
Ziehen wir das wieder an. Dazu auch den entsprechenden Filz-Dreispitz. War das bestimmt bei der Hose auch noch was, ne? Hose. Was ist das hier? Stiefel? Wir sind schon die richtigen. Die beiden Kleider. Ja, da war es das schon. Vielleicht haben sie mich deswegen auch nicht ernst genommen, weil ich mich so verkleidet habe wie die. Und haben sie sich gedacht, der spinnt doch. Was soll das? Jetzt soll ich hier untersuchen. Okay, ich soll hier untersuchen. Habe aber gar keinen Quest dazu. Dann laufe ich einfach mal durch die Gegend. Vielleicht fällt einem ja dann irgendetwas auf. Du musst die Einwohner befragen. Okay. Kann man nur eine bestimmte befragen? Den hier hinten zum Beispiel. Good day. Do you want something? So, jetzt fragen wir hier auch direkt nach dem Kult nichts anderes, okay? Could you answer a few questions? Questions. It is a word that you adore. Let us play a game. If you answer my questions, I will answer yours. If it's the only way to get answers, then let's play. I am pleased. We will have fun. But beware, no lies. What name is given the place from where you come? Ich antworte. I come from Serene, a grand city on the continent of Gicane. Really? It is possible that you come from there, but I believe that this is not your land. Your turn. So, Glauben war ja vorhin, Ritual war falsch. Direkt nach Dämon wäre vielleicht ein bisschen zu krass. Ich gehe doch nochmal nach das Dorf. Frag erstmal nach dem Glauben. Could you tell me more about your beliefs? What a strange question. I don't believe. I know. Nature is alive. A forest is like a village. Every river, every rock, every beast, the land itself, all live, all speak to us. In exchange for these gifts, we honor her, give her our dead. This is the way of things. We do everything in our power to protect her. Let's try something else. Are you on Olmenawi with your land? Or did you inherit your link from your parents? Verweigern oder antworten? Ich würde eigentlich nur antworten. Ich will ja nicht lügen. Und das verweigern will ich nicht. Ich will schon sehen, was er antwortet. I'm not bound. Or at least I haven't done anything in particular to bind myself. Then it was your parents. One of them at least must have been Donegad. Your turn. Zumindest darf ich noch eine Frage stellen. Dann sprechen wir jetzt mal bezüglich der Missionare. Tell me about the missionaries that came here. The Moine Shakers came here to our home and tried to convince us to abandon our ways. No one wanted to listen to them, so they finally decided to leave. I suppose that they were full of disappointment, or angry, or simply tired. And then the others arrived. The woman is truly strange. She is aggressive and spies on us at every turn. I would prefer that she leaves as well. It was fun. More than with a woman who makes light. She did not want to play. Gut, mehr Fragen gab's nicht. Aber ich wollte auch nicht direkt nach den Dämonen fragen, weil für die ist es sehr wahrscheinlich gar kein Dämon. Es ist ja nur ein Dämon für die Damen und Herren des Lichts. Jetzt haben wir noch ein paar andere Leute, die wir hier befragen können, die alle gerade so richtig schön um diesen alten Baum sitzen und diesen anscheinend anbeten. Aber das werden wir dann das nächste Mal weitermachen. Also es gab wieder diverse Informationen. Ich habe falsche Fragen gestellt. Dadurch sind manche Gespräche direkt im Sande verlaufen. Ich hoffe, dass ich jetzt bei den nächsten gescheitere Fragen stelle. Ich sollte vielleicht nicht mehr was auf Glauben und sowas gehen, aber ich habe ein bisschen was zu den Missionaren herausgefunden. Also auch diese
Schwester Ephesia oder wie die da unten heißt, ist anscheinend auch sehr aggressiv und spioniert sehr stark aus, stellt ständig irgendwelche Fragen und die fühlen sich ein bisschen bedrängt in ihrem eigenen Leben. Das kann ich durchaus verstehen und wir werden dann sehen, wie es das nächste Mal weitergeht und bis dahin mögen die Hörner stets nach oben ragen.